Guten Morgen. Es ist jetzt ungefähr 5:45 und ich bin gerade zum allerersten Mal ins Fitnessstudio gefahren. Bin jetzt gerade auf dem Parkplatz. Genau, und gehe gleich rein. Ich bin ganz gespannt, wie es wird. Es ist für mich wirklich das allererste Mal in meinem Leben, dass ich in einem Fitnessstudio trainiere. Ich frühstücke jetzt einfach noch mal eine Banane. Es ist für mich eigentlich viel zu früh zum Essen, aber so ganz ohne Frühstück trainieren ist, glaube ich, auch nicht so eine gute Idee. Ja, ich bin gespannt, wie es wird. Also, ich war jetzt gerade zum allerersten Mal im Fitnessstudio. Es war gar nicht so schlimm, wie ich dachte, sage ich mal. Also, da waren zwar Leute und am Anfang dachte ich auch, also ich komme mir ein bisschen beobachtet vor, aber ich habe dann einfach Musik gehört und konnte dann ganz gut eigentlich abschalten und die Übungen dann machen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es um 6 Uhr morgens schon so voll ist. Also ich glaube, es waren 6 oder 7 Leute da und das Fitnessstudio ist jetzt auch nicht so groß. Ja, also es war schon eher, also voll war es jetzt nicht, aber es war auch nicht komplett leer. Ja, mal gucken, ob ich nächstes Mal zu einer anderen Zeit hingehe, ob ich es nochmal irgendwie noch früher ausprobiere oder ob ich mal am Wochenende mittags oder so hingehe, wo es dann vielleicht auch nicht ganz so voll ist. Das muss ich nochmal mir überlegen, aber ich glaube, mein erster Eindruck ist jetzt, es war ganz gut. Ich habe viele Geräte benutzt, so für die Beine, Oberschenkelmuskeln stärken und so. Genau, das fand ich jetzt erstmal ganz gut. Ich finde es immer noch schwierig, dass ich immer noch nach Monaten irgendwie das Gefühl habe, nicht so wirklich die Kontrolle über diese Verletzung zu haben und die Kontrolle über das Laufen zu haben. Bin jetzt die letzten 4 Wochen regelmäßiger gelaufen und es ging auch richtig gut. Aber wie gesagt, jetzt nach diesem einen Mal schnell laufen, habe ich gemerkt, dass die Schmerzen in meiner linken Wade immer noch sehr schnell direkt wieder da sind. Und das zeigt mir einfach, dass da noch irgendwas ist und dass ich da noch nicht den richtigen Weg gefunden habe. Und das ist total blöd, weil ich jetzt seit, ich glaube Mitte Januar, jetzt haben wir Anfang April, also seit 2,5 Monaten ungefähr, mich darum kümmere und bei sehr vielen unterschiedlichen Ärzten war, bei 2 Orthopäden und bei einem Sportarzt sogar auch und eben bei dieser Laufphysiotherapie, jetzt auch gefühlt jede Woche, seit Mitte Januar war ich da. Und ich habe jetzt seit 2,5 Monaten Übungen gemacht, die eigentlich meine Wade stärken sollen. Ich habe die fast täglich gemacht und mir sehr viel davon erhofft, einfach, dass es besser wird. Und dass das jetzt immer noch nicht weg ist, dieses Problem mit der Wadenverletzung, was auch immer das ist. Das ist total schwierig, weil also was ich am schwierigsten finde, ist diese Ungewissheit in dieser Verletzungsphase. Weil man nie wirklich weiß, oder ich zumindest im Moment nicht, seit Monaten nicht wirklich weiß, was los ist und was mir hilft. Und man einfach sehr viel ausprobieren muss, um dann festzustellen, ob es entweder funktioniert oder nicht. Und für mich ist es so, dass das, was ich jetzt seit 2,5 Monaten mache, anscheinend noch nicht so wirklich funktioniert. Und ich habe ja auch nicht so eine wirkliche Diagnose bekommen vom Arzt. Und das Einzige, was mir wirklich hilft, ist da der Physiotherapeut, der wirklich meiner Meinung nach weitaus kompetenter ist irgendwie als die 3 Ärzte zusammen, die ich besucht habe. Ist einfach so mein Gefühl, dass er mich sehr viel ernster nimmt und viel besser sich auch da hineinversetzen kann, wie es mir gerade geht mit der Verletzung und was mir da helfen kann. Ja, und was ich total einfach schwierig finde an dieser Ungewissheit ist, dass man sehr, sehr, sehr viele Dinge macht zur Rehabilitation, von denen man aber irgendwie gar nicht so wirklich weiß, ob sie dann von Erfolg gekrönt sind sozusagen und dass die Verletzung dadurch heilt. Also so ist es bei mir im Moment zumindest. Ich mache jetzt, wie gesagt, seit 2,5 Monaten fast täglich diese Übungen. Und auch wenn man jetzt vielleicht denkt, ja, das sind doch nur 20 Minuten am Tag, dann macht man halt mal ein paar Wochen lang 20 Minuten am Tag Übung, ist doch super easy. Klar, man kann diese Übungen machen, aber das Problem ist immer, so geht mir das zumindest, dass ich dadurch, dass ich irgendwie merke,
dass ich immer noch Schmerzen beim schnellen Laufen habe, dass ich dieses Vertrauen nicht habe darin, dass die Übungen auch mir helfen. Und das finde ich schwierig, weil ich zumindest mich jeden Tag frage, ob ich nicht vielleicht was ganz anderes machen könnte, also meine Zeit sinnvoller, sage ich mal, nutzen könnte und bessere oder andere Übungen machen könnte, die mir mehr helfen. Und die Zeit ist einfach begrenzt, wenn man noch nebenbei arbeitet, einen Haushalt hat, ein Privatleben hat, vielleicht Tiere hat oder Kinder hat und so weiter. Man kann einfach, also all das, was ich gerne machen würde, sage ich mal, von dem ich das Gefühl habe, dass es mir helfen würde, da wieder ins Lauftraining richtig einsteigen zu können, dafür reicht die Zeit einfach nicht. Also es gibt so viel, also von Übungen zur Stärkung der Muskulatur über so Stabilisationsübungen bis hin zu Mobility-Übungen oder auch Foam Rolling, also Faszienrollen. Ja, und davon mal abgesehen, dass ich eigentlich auch ab und zu gerne noch laufen gehe, also meine Zeit auch einfach dafür dann benutze oder aufwende und auch gerne Fahrrad fahre, einfach weil das etwas ist, was im Moment für mich mit positiven Gefühlen verbunden ist, anders als das Laufen leider oft, wo ich immer ein bisschen Sorge habe, dass die Schmerzen wieder kommen. Also es gibt einfach so viel und ich habe das Gefühl, wenn ich all das gerne machen würde, dann müsste ich, keine Ahnung, jeden Tag noch irgendwie 4 Stunden dafür einplanen oder so. Also so fühlt es sich zumindest an. Ich habe das Gefühl, man muss da so eine Art Auswahl einfach treffen an Sachen, die man machen kann, um aus der Verletzung rauszukommen. Und man weiß halt nie, ob man die richtige Auswahl trifft. Und ich habe jetzt 2,5 Monate, ich sag mal, eine Schiene gefahren, die Übungen gemacht, die der Physiotherapeut mir gezeigt hat. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das gar nichts gebracht hat. Das glaube ich nicht. Also ich bin mir sicher, dass ich auch dadurch die entsprechenden Muskeln in den Waden gestärkt habe. Also so ist das ja nicht. Aber mein richtiges Problem beim schnellen Laufen, dass ich da Schmerzen in der linken Wade habe, das ist halt noch nicht weggegangen. Ich habe da auch mit meinem Physiotherapeuten darüber gesprochen, was jetzt der nächste sinnvolle Schritt wäre. Und ich habe es eigentlich schon mir gedacht. Und er hat mir auch nahegelegt, genau das, was ich befürchtet habe, will ich jetzt eigentlich nicht sagen, aber was ich mir gedacht habe, dass ich wirklich darauf mich jetzt fokussieren muss, meine ganzen Muskeln zu stärken und zwar mit mehr Gewicht. Und das bedeutet für mich, dass ich ins Fitnessstudio gehen muss, weil ich eben zu Hause das entsprechende Equipment dafür nicht habe. Ja, und ich habe mich lange davor gedrückt, sage ich mal, ins Fitnessstudio zu gehen, weil ich weiß nicht, ich einfach das Gefühl habe, ich bin nicht so der Typ dafür, so zu trainieren, wenn da so viele andere Leute sind, die dabei zugucken. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele von euch das nachvollziehen können, dass sie dabei ein ungutes Gefühl haben. Also mein Ding ist das eigentlich überhaupt nicht. Aber ich weiß einfach, dass das jetzt nötig ist für mich. Es ist ja kein Geheimnis, dass Krafttraining gerade beim Laufen auch eine wichtige Rolle spielt, um die Muskeln eben entsprechend zu stärken, dass sie diese ganzen Widerstände, die sie beim Laufen und den ganzen Druck, den die Muskeln aufnehmen müssen, das auch entsprechend abfangen können, ohne ständig überlastet zu sein. Und ich habe jetzt schon seit einem Jahr ungefähr, also seitdem ich auch angefangen habe, viel regelmäßiger zu laufen und auch mal ein bisschen längere Läufe zu machen. Seitdem habe ich auch angefangen, zu Hause Krafttraining zu machen. Also einfach all das, was man gut zu Hause machen kann, mit Kurzhanteln auch. Aber im Fitnessstudio hat man da eben viel, viel mehr Möglichkeiten, Übungen zu machen mit Langhanteln oder auch mit den ganzen anderen Geräten, die es da gibt, um viel spezifischer vor allem die Muskeln eben in der Wade oder auch in den Oberschenkeln zu kräftigen und natürlich auch die Bauchmuskeln und Rückenmuskeln und so alles, was eben beim Laufen einen selber stabilisiert. Ja, das heißt, ich werde das jetzt machen und der Fokus für mich in den nächsten Wochen und Monaten wird, befürchte ich, weniger auf dem Laufen selber liegen, obwohl das eigentlich in den letzten Wochen gut funktioniert hat. Zumindest das langsame Laufen mit Gehpausen ging gut für mich, aber ich denke mal, ich muss das ein bisschen reduzieren, weil wie gesagt, man muss eben immer gucken, wie man seine Zeit, aber natürlich auch seine körperlichen Ressourcen da aufwendet. Man hat da eben nicht unendlich viele und gerade bei so einer Verletzung muss man ja eben auch gucken, dass man genug Zeit für die Erholung zwischen den Einheiten einplant. Und ich befürchte, das heißt für mich weniger Laufen und mehr Fitnessstudio.